Herzlich willkommen und ein fröhliches Hallo von eurem Heringway. Wir spielen Virtue's Last Reward weiter und wir setzen die höchst interessante Route vom letzten und vorletzten Mal fort. Wir haben ja schon festgestellt, dass einiges hier jetzt auf einmal sehr viel anders ist. Die alte Frau ist nicht da und anscheinend dann auch nicht tot. Und plötzlich liegt zumindest mindestens eine Bombe in dieser Anlage herum, die uns früher oder später eventuell alle töten wird. Und ja, man darf gespannt sein, wie diese Entwicklung weitergehen wird. Sigma wurde zum Schluss irgendwie so ein ganz klein bisschen verdächtigt von allen. Ja, du hast doch bestimmt die Bombe gelegt. Und natürlich wissen wir, dass wir nicht schuld sein können. Aber egal. Und ja, jetzt lief uns zum Schluss ein bisschen die Zeit davon, um das Ganze näher zu erörtern. Und jetzt dürfen wir wieder durch die nächsten Chromatic Doors gehen. Mal gucken, durch welche Tür wir jetzt überhaupt gehen dürfen. 5 minutes remain until chromatic doors close. The doors have opened. We need to figure out who's going where and fast. So our options this time are, We don't have time to wait for you to figure it out. Just pay attention. I'm only gonna say this once. Phi laid out our options. Option A. Luna and I pair up with Clover to open the green door. Taimiuchi and Dio pair up with Alice to open the red door. Kay and Quark pair up with Phi to open the blue door. Option B. Luna and I pair up with Phi to open the red door. Taimiuchi and Dio pair up with Clover to open the blue door. Kay and Quark pair up with Alice to open the green door. Option C. Luna and I pair up with Alice to open the blue door. Taimiuchi and Dio pair up with Phi to open the green door. Kay and Quark pair up with Clover to open the red door. 3 minutes remain until chromatic doors close. Okay. How are we going to do this? We need a system here or we'll never have time to argue it out. Why don't we let the people who are at the most disadvantage right now decide? The most what? The people who only have 1 BP. Oh, so that would be me, you, and Taimiuchi. No way. I refuse. Well then, what would you suggest? We'll be fair and take a vote. A vote? So we all just like raise our hands for the option we want? Exactly. So which one do you want, Alice? Option C. I want to go with Sigma and Luna. Tough. Pick something else. My. Looks like you're not so fond of me anymore. Do you agree with him, Luna? I'll just let Sigma decide. Fine. I'd like option C too. Clover and I were a pair for the first round, so I feel that I can trust her. What about you, Quark? That's fine with me. So that's 3 votes for option C, counting mine. How about the rest of you? I'd like to pair up with Sigma and Luna too. So option B then. I'd like to go with Phi. You good with that, Luna? Sure. I really don't mind. Then we've got 3 votes for option B. I'd like to go with option A. Ja, okay. Und wir haben 3 Votes für Option A. Gut, dann sind wir wieder am Anfang. Warum warten wir nicht einfach alle hier? Ist schon in Ordnung. You want to pair up with Alice? You're a strange duck. How about you, Taimiuchi? I don't mind going with option A. 1 minute remains until chromatic doors close. So 2 votes for A and 3 votes for B and C. If Clover's vote doesn't decide this thing, we're gonna have to figure something else out. Achso, Clover hatte sich noch gar nicht entschieden. Hatte ich jetzt gar nicht so mitbekommen. Stimmt, sie hatte nichts gesagt. Which one do you want, Clover? I want to go with option C. Quark chose Ally in the first round, and I was with Kay in the first round. Then that's what we're doing. Option C had won 4 votes.
We were almost out of time, and I didn't exactly have a convincing argument. I was going to have to go with the majority. 10 seconds remain until chromatic doors close. 9, 8, 7. The doors are closing. Let's go! Come on, Luna, hurry up! We've gotta get to the blue door. Right. Luna, Alice and I dashed toward the blue door. I looked over my shoulder in time to see the others disappearing into their doors. Clover, Quark and Kay had ended up with the red door. And Phi, Dio and Tamiuchi had gone to the green door. 2, 1, 0. Chromatic doors closing. Also wieder mit Alice. Na gut, das bringt ja Spaß und Freude. Aber da müssen wir natürlich erstmal abwarten, wie sich die Szenerie nach dem Rätselraum entwickelt. Weil wir ja wissen, dass Alice so eine, naja, so eine Person ist, mit der vielleicht auch ganz gerne mal etwas passieren kann. Hust, hust. Huh? There are 3 doors here. It looks like they're all locked, though. Does that mean this is just a dead end? Well, there's a weird lever thing over here. Try pulling it. How about you try pulling it? Hey, what's with all this hostility? Are you still mad about the last AB game? Of course I am. Please don't fight. We need to work together, or we're really going to be in trouble. Please. Very well. I'll pull the lever then. Is that okay? Yeah, go right ahead. See if I care. Die Dummen. Luna tut mir ja ein bisschen leid, dass sie jetzt so ein bisschen zwischen den Stühlen sitzt, aber naja. One of the doors opened. But only one. I wonder how you open the other ones. Who cares? We should get moving. Die Dumm, die Dumm, die Dumm. Neuer Raum übrigens, natürlich. Ein wundervoller Garten. Das sieht schön aus. What is this place? Don't tell me we somehow managed to get outside. I doubt it. Look up. There's a ceiling up there. Yeah, I remember the door said bee garden or something. Huh? It probably stands for something. Maybe beautiful? Huh? This feels like a whole other little world. Like an oasis in the middle of all this metal. I feel kind of weird saying this, considering where we are, but this place feels so liberating. All of this green. It's wonderful. It's huge, though. We'll wear ourselves ragged trying to search the whole thing. This must be the exit. Damn. Well, so much for this being easy. It's locked. We should split up and look around. Agreed. Well, let's get to it then. Also dann. Seek a way out. Und ja, willkommen im Bee Garden. Eine malerische Gartenlandschaft inmitten dieses unheimlichen metallenen Komplexes, in dem wir uns eigentlich befinden, ist ja irgendwie schön gemacht. Und auch irgendwie so, ja, Fake-Himmel und so weiter. Also das hat schon was. Klar, auf eine gewisse Art und Weise. Es ist schön, an was die alles gedacht haben, diese Einrichtung, ne? Also, so dass tatsächlich Menschen hier für eine längere Zeit überleben könnten, scheinbar in dieser Anlage. Denn es ist ja wohl auch wichtig, dass Menschen ab und zu vielleicht so ein ganz klein bisschen in die Natur gehen dürfen oder so, um zumindest gefühltermaßen frische Luft zu schnappen und ja, sich hier so ein bisschen an der Szenerie zu erfreuen. Das kann ja jetzt nicht so verkehrt sein. Gut, also das hier ist der Eingangsbereich. That's the door we came in through. No point going back. So.
Kann ich hier irgendwie... Nö, die Efeuranken oder das Blattwerk hier an sich kann ich nicht näher begutachten. This is probably the exit. It's locked, of course. Natürlich. So, hier haben wir direkt einen Safe am Ein- bzw. Ausgang. Was ist das hier? Hab ich im ersten Moment für einen Briefkasten gehalten? There's a circular indentation in this panel. And there are 2 fan-shaped holes inside it. Look carefully. Those fans are connected. It looks like a butterfly. There's a hole in the middle of the panel that looks like a butterfly. Ich finde ja mal sowas von überhaupt gar nicht, dass es wie ein Schmetterling aussieht, aber vielleicht liegt es auch nur an mir. Gut, so, die Felsen können wir auch nicht näher begutachten. Wenn ich auf den Pfeil da klicke, dann können wir vermutlich näher vorangehen. Aber hier hinten in der Ecke ist hier noch irgendwas. Nö. Ein großer, massiver Baum. A large Japanese Salcova Tree. Gut zu wissen. Hätte ich jetzt so nicht erkannt. Aber danke, Sigma. So, was haben wir hier? There's a red spotted mushroom growing in the shadow of this tree. Okay, und ich kann nichts mit ihm tun. Dabei sieht er eigentlich so aus, als könnte man ihn direkt mitnehmen. Na gut, dann halt nicht. Ja, ist erstaunlich wenig, was ich jetzt gerade hier in diesem Bildschirm tun kann. Dann gehen wir mal weiter. We're going to have to cross the water to get over there. Please be careful. If you slip, you could fall into the stream. Touching the blue arrow will move you from the current area to an... Ja, das ist okay. Hab mir fast gedacht. So. Nächster Abschnitt. Okay. Ja, sieht ja hübsch aus. Was haben wir denn hier? Metal Rod. A metal shaft. The tip has an octagonal hole. It looks kind of like a wrench. Ob wir damit irgendetwas entweder festzurren oder abmontieren können? Wer weiß es schon so genau. Aren't you guys tired? Why don't we rest on this bench for a while? The water from the waterfall splashes all over it though. If we sit here, won't, our butts get wet? Damn it. I've been made. Sigma, naja. Gut, okay. Lassen wir das einfach mal so stehen. Wow, they even made a waterfall. Hold on. Doesn't it look like there's something built into the rock wall behind the waterfall? Yeah, the walkway goes under it, doesn't it? I wonder what's back there. Naja, wenn man jetzt einigermaßen todesmutig wäre, dann könnte man natürlich auch einfach da durchgehen und gucken. Ich meine, das bisschen Wasser von oben, das mag ein bisschen spritzen und ein bisschen nass machen, aber das wäre jetzt nicht so das unüberwindbarste Hindernis. Aber okay, wir befinden uns ja nun mal halt in einem Videospiel. It looks like there's something built into the rock wall behind the waterfall. We can't get to it though. Na gut, dann halt nicht. So, was haben wir hier? Knöpfe. There are 3 red buttons on the panel. I pushed them, but nothing happened. Do you think they are broken? Maybe you just need to press them in a specific order. Irgendwie nicht. Na gut, solange wir es nicht wissen, können wir hier, glaube ich, nicht so schrecklich viel machen. So, was haben wir hier? Look, Luna, it's Sigma's house. Is that true, Sigma? Is this shed your house? You must be going through a rough time. Alice, wie bist du jetzt darauf gekommen? A shed near the waterfall. Ich finde es schön, dass wir aber absolut gar nichts dazu gesagt haben, weil uns der Kommentar von Alice selber einfach zu doof war. So, a large shovel. Yay, ich bin der Shovel Knight. Ne. A steel-colored shovel. It's not rusty at all. Maybe keeping it in the shed kept it from rusting. This had to be for digging stuff up. I can't think of any other use for it. Naja, theoretisch könnten wir Alice damit auch eins über die Rübe geben. Es wäre verlockt. So, There's something next to my foot. Ein Bronzeschlüssel. A small copper key. Probably goes in a keyhole. I mean, what else do you do with a key? Gute Frage. So, na gut. Schön.
haben wir schon mal ein paar Items und so. Das ist ja herzallerliebst. Was zum Teufel? It looks like the dirt has been piled up in a few places. There's green moss growing on the top too. Do you think the mound here is higher than the others because someone dug up a bunch of dirt and piled it here? Das erscheint mir doch wie ein glasklarer Hinweis, dass ich hier eventuell ein bisschen buddeln kann. Alright, let's try digging here. Box with bronzelet. Ah, so ein Zufall aber auch. Hey, it's a box with a copperlet. Looks like it's locked. Ja, dann kombinieren wir doch mal die komische Box mit einem Bronzeschlüssel und bekommen... Was? Ein kleines, zerfetztes Stück Papier. The piece of paper I got out of the copper box. One edge is rough, like what was torn. Das gehört mir noch mit irgendwas zusammen. Da bin ich mir doch ziemlich sicher. It looks like this soil was disturbed recently. It looks like bla bla. Okay. Mehr können wir hier scheinbar nicht machen. Dann gehen wir einfach mal weiter. In der Hoffnung, dass wir hier interessante Dinge sehen können. Wofür ist denn dieses Bild? Was zum Teufel? Bronze, Silber, Gold. Ach was. Das zeigt an, wo die Dinger sind. Unter der Erde das Bronzeding. Unter dem Pilz das Silberding und unter den Blumen das Goldding? Es scheint doch so. A bird's eye view of the garden. It's kind of like a map. What's that on the right? It looks like a box. I think it's a treasure chest. It's connected to the drawing above it. See? So the hint for the silver one is a strawberry? Oh, you mean the mushroom. So I need to look for a red spotted mushroom. The silver treasure chest appears to be buried near a red spotted mushroom. Ach so, das andere guckt er sich jetzt noch gar nicht an. Na gut, wenn wir das jetzt sowieso schon wissen, dann können wir auch gleich zurückgehen, ne? Zu dem ollen Pilz. Ich meine, was soll's? Was wir haben, das haben wir. Und vielleicht finden wir dann unterwegs ja auch gleich demnächst den Silberschlüssel. So, und bitte. A red spotted mushroom. I think I'll try digging here. Ja, box with silver lid. This box has a silver lid. Can't get it open. Tja, wer hätte es gedacht? Aber okay. Der ist die reinste Schatzsuche hier. Irgendwie sehr sympathisch. Aber nun gut. Dub-di-dub-di-dub. Zum Glück sind die Boxen auch tatsächlich an so mehr oder weniger markanten Stellen verbuddelt. Man stellt euch mal vor, man müsste hier im Endeffekt den ganzen Garten umgraben. So, sagt er jetzt was zum Goldenen? Finally, the hint for the gold chest. This looks like a flower. It's white with green leaves around it. Okay, let's go find a white flower. Das sollte sich ja irgendwo finden lassen. Denke ich mir jetzt einfach mal so. Hier werden noch irgendwelche Sachen angebaut. Tomaten und so ein Gedöns vielleicht. Ich meine, ist ja auch schön, dass hier auch an sowas gedacht wird. Aber ne, der kleine Garten hier, der würde, glaube ich, nur schwerlich 9 Personen ernähren, die eventuell hier eben ihr Dasein fristen müssen. So, was haben wir hier? It's just a flower pot. There's nothing special about it all. Wait, don't people usually hide their house keys under a flower pot or in the mailbox? They do? Just trust me. I'm sure there's something under there. Aha. Ja, wer hätte damit nur rechnen können? Gut, danke Luna. Double torn scrap of paper. The piece of paper I got out of the silver box. 2 opposing edges on it are torn. Ja gut, dann können wir uns jetzt schon denken, was wir aus der Goldkiste herausbekommen. Und wieder zurückschieben. Ordnung muss sein. Ja, ja, da lege ich sehr großen Wert drauf. So, was haben wir hier? Was liegt da links? Hallo? Hey, it's a paprika. No, that's a pepper. Probably a bell pepper. Paprika is what you call the spice you make from them. Aha. Oh, huh.
Why is it split in half? I'm not sure. Wait, is there something in there? Oh yeah. Let me take a look. A yellow coin. Wieder was zum Rubbeln? I didn't think a colored coin would be made of metal. You can get lots of different colored coins by using different alloys. I saw a 5-cent coin made from brass once and a 10-cent coin made from bronze. I've seen people using a metal detector to search for coins on those shows where they hunt for treasure. Yeah, I guess if coins are metal, that would make sense. Aha. A pepper that's been split in half. This is where I found the yellow coin. The coin was inside this pepper, right? Maybe there are things in the other vegetables too. Okay. Das heißt, wir müssen uns jetzt ja einmal durchfüttern, futtern. Do you think there might be coins in these tomatoes too? Maybe, but there are an awful lot of them, and they all look the same. If only we had a way to tell which tomato had a coin in it. Ob wir hier irgendwo noch einen Metalldetektor finden? Looks like someone's planted some onions here. Do you think there might be a coin in one of them? Cucumber. I don't know. Cucumber. These cucumbers are so long. Do you think there might be a coin in one of them? Maybe we should just go through one by one and bite into them? That's not a good idea. There's got to be something we could use to make it easier. Ja, außerdem wäre es glorreiche Verschwendung. Pfui pfui Sigma. An sowas denken wir mal überhaupt besser gar nicht. Bin ich zumindest sehr dafür. So, wie bin ich denn jetzt gegangen? Achso, jetzt bin ich so gegangen. Und jetzt stehe ich schon hier. Interessant. So, hier haben wir unsere weißen Blumen übrigens. Hier haben wir irgendwie eine komische Waage. Und hier haben wir wieder eine Holzbank. Hier können wir es doch draufsetzen, Leute. Looks like there's just enough room for 2 on this bench. Why are you looking at me? Oh, no reason. It's a bench with room for 2. They say sitting on a park bench with your boyfriend is pretty romantic. You ever done that, Luna? Of course not. Stop making fun of me. You wanna sit down with me? With you? Well, let me think about it. A bench. Na gut, okay, Luna kriegen wir jetzt auf die Schnelle nicht rum. Aber was sie ist, kann ja noch werden. Ho, ho, ho. Is that a Japanese Salkova? They can grow to over 20 meters, so this one is probably still pretty young. Does that mean it'll break through the ceiling eventually? Then maybe we can use it to escape. Hey, that's a great idea. Why didn't I think of that? Oh, I know. Because it's idiotic. Ja, außer wir wollen jetzt 20 Jahre hier warten. A young Japanese Salkova. It's green and smells nice and fresh. Ja, davon mal abgesehen, dass der Baum sich da oben vermutlich dann eher in diverse andere Richtungen ausbreiten würde und nicht durch die massive Metallwand oder Metalldecke durchbrechen würde. Aber egal. So, was ist das hier? A metal scale. There's a plate on each side. On the right plate haben wir den Goldschlüssel. A small golden key. Probably goes in a keyhole. I mean, what else? Bla bla. And on the left plate ein kleines Messer. This looks like a paring knife. What's that? It's a knife you use for small, delicate work, like devening shrimp, but you can use it to cut pretty much anything. That's awesome. You know all about cooking and stuff. I bet Alice just cuts things with her bare hands. I guess it's time I showed you just how good I am at cooking things. I think I'll start by cooking you. Sorry. Ja. This is a balance scale. Oh, right. You can put things on the plates to see what's heavier. A balance scale. I can use it to weigh things. Das ist noch für irgendwas wichtig, aber halt Moment. A
Balance... Nee, okay, ich dachte, diese Musterung hier auf der rechten Seite hat irgendwas zu bedeuten. Dass es so, ja, weiß ich nicht, Einkratzspuren vom Messer sind oder so, aber sieht nur so aus. Ist nur irgendwie so Holzgedöns halt. Na gut, ja, wunderschöne Blumen. A white flower with green leaves. It's a skunk cabbage. The white flower part is actually a leaf. Aha. So, dann holen wir uns jetzt mal wieder die Schaufel raus und graben vorsichtig zwischen den Blumen herum. You're going to dig up the skunk cabbage? Poor thing. It's never done anything to you. Don't worry, I'll replant it when we're done. Ja, da bin ich gespannt. Box with gold lid. So. Und, hoppsala. Diese Box kombinieren wir natürlich mit dem Schlüssel, um, ja, das letzte Teil von dem komischen Papierding zu bekommen. The piece of paper I got out of the gold box. It looks like it was torn off of another piece of paper. Kann ich die jetzt eigentlich miteinander kombinieren, damit ich das dann mal zusammenhängend sehe? Ja, tatsächlich kann ich. Wunderschön. So, dann machen wir nämlich so. Und dann machen wir so. Und dann haben wir Paper with dots. This piece of paper has 7 red dots on it. And an arrow running down the left edge. Maybe we're supposed to read this in the direction of the arrow. It looks like the dots are all either in the middle, on the left or on the right. Jo. Gut, ich habe schon eine ungefähre Vorstellung, was ich damit machen muss. Mal gucken, ob ich richtig liege. So, und... It looks like this soil was disturbed recently. Er pflanzt gar nicht zurück. Sigma hat es einfach kaputt gemacht. Na gut. Ist dann halt so. Und was ist hier? It looks like there's some sort of tile mosaic on the bottom of the pond. A line. A line? Stimmt, das ist ein sehr abstrakter Löwe. Yeah. Looks like a line, alright. Ein Löwe, der zufälligerweise wieder eine Sonne frisst? Und was haben wir hier hinten? Was zum Teufel? Naja, zum einen haben wir hier unseren Metalldetektor, den wir natürlich die ganze Zeit gesucht haben, damit wir gleich unsere Münzen bekommen. Das ist schön. This is a metal detector. It's pretty much what it says on the tin. You use it to detect metal. What sort of a range do you think it has? It depends on the amount of metal. Large objects can be detected even if they are several meters underground. That's amazing. But what about small things like a ring or a screw? Yeah. Unfortunately, sometimes you can't find that sort of thing, even if it's only a few centimeters underground. Oh. So you need to be pretty close to it for the metal detector to work then. Gut zu wissen. So, und was ist das hier? This is... It looks like a tombstone. So, the people buried here are Mr. Tufui and Mrs. Egoeris? What? Well, that's what it says. Tufui Egoeris. That's an epitaph. Something that they feel represents them, or just a phrase they liked. What does it mean? Beats me. Any ideas, Luna? It looks like it's Latin, but I don't know what it means either. Did you see this? It looks like there's a keyhole down here near the bottom. You're right. Interessant. Tufui Egoeris. Ja. Wenn ich mal jetzt noch Latein hätte, ne? Also ich könnte es jetzt leider nicht übersetzen. Es tut mir leid. Na gut, aber früher oder später werden wir es ja vermutlich noch gesagt bekommen. Eventuell wisst ihr es auch an der Stelle schon. Und könnt mit der ganzen Geschichte mehr anfangen. Was ja natürlich... Achso, ne, Moment. Oh, die Schaufel haben wir jetzt einfach weggeworfen, ja? Na gut, weil wir sie anscheinend nicht mehr brauchen. Interessant. Gut, dann benutzen wir... Ja, was machen wir jetzt als nächstes? Wir benutzen jetzt erstmal den Metalldetektor, würde ich sagen, ne? Und zwar an dem ganzen Gemüse. Um da mal zu gucken, ob wir hier irgendetwas Interessantes und Gescheites finden. Oh, the metal detector seems to be responding to this tomato. Alright, grab it. Okay.
Did it react to any of the others? No, just this one. Here you go. Freshly picked tomato. Aha. The metal detector reacted to something inside this tomato, right? There must be some metal in there then. Ja gut, dann kombinieren wir die Tomate halt mit dem ollen kleinen Messer. Und bekommen eine rote Münze. A reddish coin I found in a tomato. Wundervoll. So, aber das war ja... Ups. Vermutlich noch nicht alles. Gucken wir mal hier weiter. Oh, this one. It's reacting to this onion. Alright, let's take it up. This was the only one that got a reaction, right? Freshly excavated onion. So, und auch das kombinieren wir bitte mit dem Messer. Und bekommen hier eine weiße Münze. A white coin I found in an onion. Gut. Ja, und Metalldetektor, tu bitte deinen Dienst. Oh, look. The metal detector is reacting to this one. Okay, can you grab that one then? Right. Did any of the others cause any reaction? No, just this one. Here you go. So, eine wundervolle Gurke. Naja, dann... Hoppsala. Kombinieren wir bitte auch nochmal die Gurke mit dem ollen Messer. Und bekommen unsere grüne Münze. A greenish coin I found in a cucumber. Das heißt, wir haben jetzt grün, weiß, rot und gelb. Und, was uns auch auffällt, der Metalldetektor ist schon wieder weg. Das heißt, auch damit sind wir fertig. Jo. Was fangen wir jetzt mit den Münzen an? Da wurde uns jetzt noch nicht wirklich was zu gesagt, oder? Aber vielleicht ist das ja auch richtig so. Denn im Wesentlichen hätte ich jetzt im Folgenden dann einfach mal vermutet, dass wir mit dem Stück Papier mit den roten Punkten weitermachen müssen. Eventuell habt ihr ja irgendeine Idee, was ich beim nächsten Mal dann jetzt hier machen werde, wenn es weitergeht im Bee-Garden. Ja, ich glaube, es ist relativ eindeutig. Aber gut, okay. Läuft momentan relativ flockig. Ich bin gespannt, ob es weiterhin in diesem Raum so flockig laufen wird oder ob ich jetzt irgendwann da tatsächlich an eine Stelle komme, wo ich wieder verzweifle. Ich sag für den Moment dann jetzt erstmal wieder Tschö mit Öl und hoffentlich bis ganz, ganz bald.